Nachdem Sie das digitale Modell erstellt bzw. erhalten haben, müssen Sie es als STL-Datei exportieren. Wenn Sie einen 3D-Scanner verwendet oder ein bereits vorhandenes Modell aus dem Internet herunterladen, vergewissern Sie sich, dass es sich bei der Datei um eine STL-Datei handelt. Wenn Sie Ihr Modell mit einer 3D-Modellierungssoftware erstellt oder geändert haben, müssen Sie das Modell je nach dem für die Modellierung verwendeten Programm als eine andere Art von Datei exportieren. Heutzutage ist STL der Standarddateityp, der von den meisten additiven Fertigungssystemen verwendet wird. STL ist eine aus vielen verbundenen Dreiecken bestehende Darstellung eines 3D-CAD-Modells. Das Exportieren der Datei kann normalerweise innerhalb der 3D-Modellierungssoftware erfolgen. Normalerweise ist das Exportieren eines CAD-Designs in das STL-Format so einfach wie das Menü der verwendeten Software zu gelangen, auf Speichern unter oder Exportieren zu klicken und STL zu wählen. Die Tinkercad Interface wurde zum Beispiel explizit für den 3D-Druck erstellt. Sie müssen nur folgende Schritte beachten: Design, Download für 3D-Druck und dann STL. SketchUp bietet zum Beispiel keine STL-Erstellung direkt im Programm an. Sie müssen die Erweiterung für STL herunterladen, bevor sie verwendet werden kann. Für ein Basismodell können seine Oberflächen mit ein paar Dreiecken dargestellt werden. Für Modelle mit höherer Auflösung sind mehrere Dreiecke erforderlich, um die Oberfläche des Modells zu repräsentieren. Je mehr Dreiecke ein Modell bildet, desto größer wird die Dateigröße und desto detaillierter ist das Objekt. Je nach Software müssen einige Eigenschaften wie Genauigkeit oder Toleranz gewählt werden. Netzdarstellungen von Objekten sind nicht glatt, sondern bestehen aus einer Anordnung von kleineren Flächen, die, wenn sie fein genug sind, glatte Oberflächen mit gegebenem Grad an Genauigkeit darstellen können. Wenn die einzelnen Facetten in einem Gittermodell zu grob sind, wird das Aussehen des Modells rau und es wird keine Genauigkeit geben. Wenn die einzelnen Facetten in einem Modell zu fein sind, ist die Oberflächendarstellung im Allgemeinen gut, aber das Modell enthält viele Daten und die Datei ist dadurch sehr groß. Dies kann zu Problemen mit der Generator- oder Empfangssoftware führen. Das Ziel ist, ein STL-Modell mit ausreichender Genauigkeit und Auflösung für den endgültigen Prozess zu erstellen, ohne zu weit zu gehen und das Modell zu glatt zu machen. Da ein STL-Netz vollständig aus Dreiecken besteht, ist es die einfachste Form des Netzmodellformats. Dies erfordert vollständig geschlossene Objekte. Das Gitter umschließt vollständig ein Volumen ohne Löcher, Lücken oder Überlappungen. Es wird deshalb manchmal auch als wasserdichtes Festobjekt bezeichnet.